Wir lösen nun ein lineares Gleichungssystem, zunächst mit dem Eliminationsverfahren und dann, um zu sehen, wieso es überhaupt funktioniert, mit dem Algorithmus von Gauß. Also wir haben gegeben 3 Gleichungen, minus x plus y plus z ist gleich 0, x minus 3y minus 2z ist gleich 5 und 5x plus y plus 4z ist gleich 3. Jetzt machen wir das zunächst schrittweise mit dem Eliminationsverfahren. Das heißt, wir wollen schrittweise Variablen loswerden. Jetzt sehen wir schon die ersten beiden Gleichungen 1 und 2. Wenn wir die beide einfach zusammenzählen, dann fällt uns die Variable x schon einmal weg. Das heißt, mit dem beginnen wir jetzt. Wir zählen zur ersten Gleichung die zweite Gleichung dazu. Also, minus x plus x ist 0, fällt weg. Plus y minus 3y ist minus 2y. Plus z minus 2z ist minus z. Ist gleich. Und 0 plus 5 ist 5. Jetzt wollen wir noch auf eine Art und Weise dieses x loswerden und das ist am leichtesten wiederum, indem wir zum Beispiel die erste Zeile mit 5 multiplizieren und zur dritten Zeile dazuzählen. Also wir sagen 5 mal die erste Zeile plus der dritten Zeile, der dritten Gleichung. Also 5 mal minus x ist minus 5x plus 5x ist 0. Fällt weg. 5 mal y plus y ist 6y. 5 mal z plus 4z sind 9z. Und 5 mal 0 ist 0 plus 3 ist 3. Jetzt haben wir wieder ein Gleichungssystem mit nur noch 2 Variablen und 2 Gleichungen. Das nennen wir jetzt einfach die Gleichung Nummer 4. Und hier haben wir die Gleichung Nummer 5. Und jetzt wollen wir wieder eine Variable loswerden. Am besten natürlich das y hier. Wie machen wir das? Also am leichtesten einfach, indem wir 3 mal die Gleichung 4 multiplizieren und zur Gleichung 5 dazuzählen. Also 3 mal minus 2 ist minus 6y plus 6y fällt weg. 3 mal minus z ist minus 3z plus 9z ist 6z. 3 mal 5 ist 15 und 3 ist 18. Dann brauchen wir jetzt nur noch dividiert durch 3, dividiert durch 6. Und dann bekommen wir heraus, z ist gleich 3. Also haben wir jetzt hier schon mal die erste Lösung mit z ist gleich 3. Und jetzt können wir einfach Schritt für Schritt wieder einsetzen, indem wir hier zum Beispiel sagen, okay, minus 2y minus 3 ist gleich 5. Jetzt gehen wir auf die 5 auf die andere Seite, also haben wir minus 2y ist gleich 8. Und wenn man jetzt dividiert durch minus 2, so haben wir y ist gleich minus 4. Und jetzt wollen wir noch das x wissen und das sehen wir zum Beispiel hier ganz gut, oder? Und das setzen wir da jetzt auch gleich ein. Also x minus 3y minus und minus ist plus 12, minus 2 mal 3 ist 6, ist 5, 12 minus 6 ist 6, also machen wir minus 6, um das auf die rechte Seite zu geben, also 5 minus 6, damit haben wir x ist gleich minus 1. Und jetzt schauen wir uns das an, wie das mit dem Algorithmus von Gauß funktioniert. Und zwar, wir machen das in Matrix-Schreibweise. Wir fangen an, also wir haben das x, das y und das z und quasi den konstanten Faktor c.
Und das schreiben wir jetzt einfach einmal ab. Also, wir transferieren dieses Gleichungssystem in die Matrixschreibweise. Das x hat den Koeffizienten minus 1, y hat den Koeffizient 1 und z hat 1. Unsere Konstante ist hier 0. Dann haben wir hier 1, minus 3, minus 2 und 5 und 5, 1, 4 und 3. Das setzen wir jetzt so hier in diese runden Matrixklammern. Was wollen wir jetzt tun? Wir wollen jetzt wieder Schritt für Schritt die Variablen eliminieren. Also im Prinzip wollen wir jetzt schauen, dass wir hier nur unter dem x nur einen Eintrag stehen haben, unter dem y nur einen und unter dem z nur einen Eintrag. Also, wie machen wir? Im Prinzip ganz das Gleiche. Wir formen um und dabei zählen wir zur zweiten Zeile die erste Zeile dazu. Dann fällt nämlich hier der 1er weg. 1 minus 1 ist 0. Und wie schauen wir, dass wir hier auf 0 kommen? Ja, indem wir einfach 5 mal die erste Zeile dazu zählen. Also zur dritten Zeile zählen wir 5 mal die erste Zeile dazu. Wir sehen, das ist im Prinzip ganz das Gleiche, was wir hier gemacht haben. Was bekommen wir denn jetzt raus? Also, wir haben wieder unser x, y, z und c. Die erste Zeile kann ich einfach abschreiben, minus 1, 1, 1 und 0. Jetzt haben wir zweite Zeile plus erste Zeile. 1 minus 1 ist 0. Minus 3 plus 1 ist minus 2. Minus 2 plus 1 ist minus 1. 5 und 0 ist 5. Und zur dritten Zeile zählen wir 5 mal die erste Zeile dazu. 5 mal plus minus 5 ist 0. 5 mal 1 ist 5 und 1 ist 6. 5 mal 1 ist 5 und 4 ist 9. 5 mal 0 ist 0 und 3 ist 3. Jetzt wollen wir schauen, das heißt, wir haben jetzt hier schon nur noch einen Eintrag stehen. Jetzt im nächsten Schritt wollen wir schauen, dass wir hier oberhalb und unterhalb der Diagonale, dieses Diagonalelementes, eine Null stehen haben. Wie wird es gehen? Und zwar, wir wollen ja hier eine 0 haben. Also müssen wir die erste Zeile zweimal nehmen oder noch einfacher, ich zähle einfach zur ersten Zeile die Hälfte der zweiten Zeile dazu. Also erste Zeile plus 1/2 mal der zweiten Zeile, weil 1/2 mal der zweiten Zeile ist minus 1, 1 minus 1 ist 0. Und zur dritten Zeile zählen wir 3 mal die zweite Zeile dazu. Dann haben wir wieder unser x, y, z und c. Jetzt die zweite Zeile können wir einfach abschreiben. Also 0, minus 2, minus 1 und 5. Jetzt die erste Zeile plus 1/2 mal der zweiten Zeile. Das minus 1 bleibt stehen, weil mit dem 0 passiert hier nichts. Plus 1/2 mal der zweiten Zeile. Minus 2 mal 1/2 ist minus 1. 1 minus 1 ist 0. Dann haben wir minus 1 mal 1/2 ist minus 0,5. 1 minus 0,5 ist 1/2 oder 0,5. Und die erste Zeile plus 1/2 mal der zweiten Zeile ist also 5/2. Dann die dritte Zeile, da können wir wieder den Nuller abschreiben. Plus 3 mal der zweiten Zeile wird auch hier 0. 9 minus 3 ist 6.
Und 3 mal 5 ist 15 und 3 ist 18. Jetzt sehen wir, auch hier haben wir lauter Nullen. Jetzt brauchen wir nur noch hier die Nullen. Wie erreichen wir das jetzt einmal ganz einfach? Ja, indem wir im ersten Schritt, machen wir das jetzt ein bisschen geschickter, und zwar, wir sagen, wir dividieren die dritte Zeile durch 6. Das ist erlaubt. Die schreiben wir uns auch gleich wieder auf. Also wir haben wieder x, y, z und c. So, dann also die dritte Zeile, die wird durch 6. Warum? Dann bekommen wir hier schön einen Ansatz. Also haben wir hier 0, 0 und 1. Und hier erhalten wir die 3. Und jetzt müssen wir einfach aufpassen. Wir haben ja jetzt hier stehen 0, minus 2, minus 1 und 5. Jetzt das heißt, was wir jetzt einfach tun, wir zählen zur zweiten Zeile die neue dritte Zeile dazu. Also haben wir 0 plus 0 ist 0, minus 2 plus 0 ist ebenfalls 0 und minus 1 plus 1, Achtung, die neue dritte Zeile, ist 0. Okay? Und 5 plus, Achtung, die neue dritte Zeile, 5 und 3, ist 8. Und was machen wir, dass wir hier noch die 0 erhalten? Ja, ganz einfach. Wir haben ja hier das 1,5 stehen, also sagen wir einfach die erste Zeile minus 1,5 mal der dritten Zeile. Dann ändert sich natürlich zunächst nichts. Wir haben da minus 1 und 0. 1,5 minus 1,5 ist ebenfalls 0. Und dann haben wir hier 5 halbe, das steht da, minus 3 halbe. Achtung, wenn die neue dritte Zeile 5 halbe minus 3 halbe sind 2 halbe, ist 1. Und damit können wir uns jetzt schon die Lösungen anschauen, nämlich wir haben hier stehen z ist gleich 3. Hier lösen wir unser y, also dividieren wir durch minus 2, damit wir hier, dann haben wir y ist gleich minus 4. Und da steht hier minus x, das wollen wir natürlich auch nicht, also multiplizieren wir mit minus 1 und erhalten dann 4x gleich minus 1. Wir haben jetzt also gesehen, dass wir hier diese Schritte, die wir hier durchführen im Eliminationsverfahren, im Prinzip auch einfach in Matrix-Schreibweise übertragen können. Ihr werdet euch jetzt fragen, warum, das ist ja viel komplizierter als hier oben. In dem Fall stimmt das auch, nur das Angenehme hier ist, dass man sich nicht überlegen muss, was ist denn jetzt hier geschickt, wo kann ich welche Variable abziehen, sondern man geht einfach Schritt für Schritt vor, dass man hier einfach schaut, dass die Diagonal nur noch in der Diagonale Elemente stehen und man die Werte darüber und darunter auf 0 bekommt, also eliminiert. Das geht dann auch für beliebige Größen, also für 4 Gleichungen mit 4 Variablen, 5 Gleichungen mit 5 Variablen und so weiter und ist in angenehmer Rechenzeit zu lösen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir bitte ein Like und abonniert meinen Kanal. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.